Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lake, dem DLC. So, was steht denn heute an? Oh, das sieht voll cool aus, wow. Bald ist ja tatsächlich Silvester, zumindest hier. Oh, was will ich denn? Mensch, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einsteigen ins Auto, nicht an die Pakete. What a gloriously Ein fine Paket ist hier direkt Friday it is links. out there, y'all. Want to hear a PO positive? You've tuned into the right frequency. PO positive or pet peeve? Let's hear one from Mildred Moment. Meow Jenkins. Hi, Jack. I would like to thank our own Robert Harris for all the snow he shoveled from my driveway this week. Oh, wie nett. He even brought a fish snack for my cats. Say thank you to Robert now, my dears. Way to go, Robert. Feel free to help Okay, clear das war out sehr my süß. driveway as well. It's only about a quarter of a mile. Ah, the parcel, Thomas. Don't forget the parcel. Ja, ich weiß. 300 Main Street. Ne, da. Okay, let's get this to its destination. Wenn das immer mehr Sachen, ich habe das Gefühl, ja, bin mir nicht sicher, aber es sieht so viel aus auf dem Radar da gerade, was wir alles abgeben müssen. So, meine Gute. Hi, Beth. Got a delivery for you. Where do you want it? Oh, dear Thomas. I almost didn't see you come in there. I was lost in thought, I suppose. Please just put it on the counter, if you will. Thank you. And thank you again for a lovely Christmas dinner. I had a marvelous time with you all. We loved having you over, Beth, as always. Emily and I had a great time. Moment. Wenn ich ewig hält, aber Mildred immer noch nicht die Stimmung im Raum spürt. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht lästern. Nochmal zu den Neuigkeiten. But about that news Die of wollte er, glaube yours. ich, wegziehen, ne? I was afraid it would perhaps put a dampener on the evening, but I was happy we could celebrate together nonetheless. Ich verstehe, warum der Süden für dich verlockend ist. It was a bit unexpected, but I can understand why the grass is greener in the south for you right now. My reason for leaving is wonderful, for sure. I can only count myself fortunate. And I wouldn't miss a thing now that the little one is on the way. Oh, but I will miss you two. As Helen Keller once wrote, so long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good. Gar nicht mal so unschön. So, du bist ja eine wandelnde Bibliothek, Beth. Immer das passende Zitat zur Hand. You're like a walking library, Beth. Always a fitting quote. So, haven't you ever thought of moving closer to Meredith over all these years? She is living quite a ways away, right? Ja, nachgedacht schon, ja. Thought about it? Yes. Your news has put things into perspective, I suppose. But leaving here would sure be a big step. Maybe too big, I don't know. Who knows? Maybe Meredith will even make it out here one day. And there's always the phone, of course. And don't forget the postal service. Ja, der Dienst, der unsere Nation verbindet. Binding the nation together. Well, I won't keep you any longer, Thomas. I need to sort through this new delivery you've just brought in. And believe you me, that's going to take me a while. Ja, mit solchen Sachen muss man sich einfach Zeit lassen. I understand. It's best to take your time with things like that. Exactly. Whether one likes it or not. Until next time, my friend. Up and at 'em. See you, Beth. Ach, schön. Ich mag die Gespräche hier sehr. So, das war's. Er ist so schön weihnachtlich geschmückt. Schön hier mit der Bibliothek. Guck mal ganz kurz ein bisschen. Ah, guck mal da. Das Hause Cringe Stowe Christmas. So cringe. Was haben wir da? Go Emperor of Central. Also Gott Emperor of Central. Okay.
Ganz schön oft hier die gleichen Bücher drin. Crazy Sports Facts 2, das haben wir doch, ne? The Wizards. Monate. The Bat in the Head. Das ist schön. Horse. The Revenge. Revenge. Horse Cemetery. Von Stephen Singh. The Cat's Pajamas. Mhm. Okay, genug gestöbert. Sehr schöne Auswahl an Büchern hier. The Color Indigo. Mhm. Also hier die Farbe Blau. Nicht lila. Huch, sag mal. Ist ja gut. Wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Huch. Ja, sowas. Wo will ich denn hin? Moment, Leute. Wir können erstmal hier nach oben fahren und die Sachen mitnehmen. Das machen wir mal. Sorry. Stand mal ein bisschen unpraktisch. Nanu, hallo? Richtig was los hier. Und tschüss. There we go. Oh Gott, der ist am anderen Straßenende. Nee, da fahre ich hin. Dafür laufen wir echt zu langsam. Das hier muss es sein. Oh, da steht ein schicker Schneemann. Der ist ja süß. Na? Nicht? Ach, da. Fancy handwriting on this one. Ja, das haben die hier scheinbar alle. Man sagt da nicht zum ersten Mal. So, wie komme ich denn hier wieder raus? Oh Gott. Einbahnstraße. Ja, ja, fast. Fast in einem Bogen. So, dann machen wir das Paket da oben noch und dann müssen wir, glaube ich, zurückfahren. Mal sehen. Achso, da geht's im Bogen rum. Ja, perfekt. Was passiert, wenn ich da einfach im Norden immer weiter rausfahren möchte? Wahrscheinlich geht das nicht, ne? Vielleicht sagt er denn da, geht nicht weiter, da sind Drachen oder so. Wer weiß. So, wo kommt das Paket hin? Hier, ne? Das zweite, glaube ich. Stopp. Wo sind wir hier? 105 East 4th Street. 105, da. So, mal gucken, ob wer zu Hause ist oder wieder im Urlaub gefahren ist. Na, ist keiner da, ne? Ne. Noch nicht mal eine Ansage. Ha. Das ist jetzt aber enttäuschend. Und sagt er doch immer, die sind da und da. Vielleicht kennt er die nicht. Is that much Christmas lighting really necessary? Eigentlich ganz nett. Wo wir her? Da geht's nicht weiter. Da ist Sackgasse. Wir können da rechts die Sachen, glaube ich, mitnehmen. Hier. Oder ist das weiter weg? Schwierig zu sehen. Ach, ist weiter weg. Okay. Na gut, dann fahren wir da gleich raus, würde ich sagen. Hat hier eigentlich niemand in seinem Garten Pool? Wenn ich so ein großes Gartengrundstück hätte, würde ich mir da einen Pool hinzimmern. Weil hier sind die scheinbar nicht so versessen. Auch schwimmen. Na gut, die haben einen riesigen See da. Vielleicht braucht man da auch keinen Pool. Das ist vielleicht auch Quatsch. Oh Gott. Oh, knapp. Ich würde es ja fast gerne mal probieren, ne? Ich würde gerne mal wissen. Ich mache das ganz am Schluss mal. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn ich einfach in den See einen Körper mit dem Wagen mache. Würde mich ja schon ein bisschen interessieren, was dann passiert. Wir sind ja einmal schon fast da in Straßengraben gefahren. Keine Ahnung, was dann kommt, wenn man nicht mehr weiter kann mit dem Wagen. Kann man hier, warte mal. Nee, gibt auch keinen zurück oder so. Also Wagen wieder aufbauen oder so. Hinstellen. Oh, halt, das ist ein Paket.
103 Vintage Street. Da. So viele Pakete haben wir gar nicht mehr. Meiste wieder Briefe. So, ist denn hier jemand da? Also die Autos stehen da. Besser jemand macht Duft. Na? Nicht? Sag mal, ich sehe doch die Autos. Kommt raus, ihr faulen Säcke. Ich hoffe, jemand klaut euer Paket. So, das ist eine Frechheit. Und nicht mal dem Postboten Hallo sagen. So. Oh, schön. Oh, guck mal. Oh, mit Baumhaus. Oh. Ich wollte immer ein Baumhaus haben. Leider hatten wir keinen Garten für ein Baumhaus. Das ist natürlich ein bisschen schwierig dann. Und auf dem Balkon lässt sich so ein Baumhaus doch eher schwierig einrichten. So. Wieder ein Brief raus. Der sagt gar nichts mehr dazu. Nicht mehr zu dem Paket, nicht zu den Briefen. Was ist denn los? Ist sehr enttäuschend. Ich mag eigentlich die Kommunikation. Huch, wo bin ich denn hier? Ja, hier sehe ich gerade gar nichts leider. Aber da scheint auch nichts zu sein. Alles nur noch links. Warte mal, muss ich denn den großen Bogen überhaupt fahren? Ne, kann man sparen, ne? Wir können direkt wieder zurück. Das ist ja alles nur hier. Okay, dann fahren wir gleich wieder nach links. Dann müssen wir die große Tour gar nicht machen. Wobei mich ja interessiert hätte, es ist halt zu weit, ne? Also jetzt einfach mal zu dem Café und so fahren und mal gucken, ob man da wieder irgendwas abstauben kann. Vielleicht für die Silvesterparty, die ja ansteht. Ja. Mal zum Reparaturding, um zu gucken, ob der Journalist da, der Unflätige, ob die fahren können. Ich würde ja gerne mal in den Angelshop da. Der war ja jetzt leider auch immer zu. Der kommt wahrscheinlich erst nach Silvester wieder. Wie komme ich denn da an das Paket? Hä? Warte. Hä? Wie? Moment. Ist denn da die Straße? Muss ich hier durch die Walachei? Ist die Anzeige richtig? Warte mal. Hä? Wie komme ich da hin? Also irgendwo hier hinter, aber... Ich fahre mal hier rein. Ach so, ist das... Ach, das ist dieser Wanderweg da rein, ne? Wahrscheinlich. Moment. Da, warte mal, ich sehe es doch. Scheiße. Ja, okay. Da ist es passiert. Ah, zurücksetzen. Okay. Oh, wie cool. Oh. Schaut mal. Oh, wie süß ist das denn? Das ist das erste Mal, dass wir... Oder? Habe ich auch nie richtig hingeguckt, aber das habe ich ja noch nicht gesehen mit dem Hirsch da. Oh, schön. Aber... Oh Gott, jetzt bin ich zu weit weg. Moment. Also, kann ich da durchfahren mit dem Auto? Nee, oder? Zurück, zurück, zurück. Weiß nicht, ob ich das mit dem Auto versuche. Nee. Ich laufe. Aber welches Paket ist das? Wood Logging Road. Ah, okay. So witzig. Hier gerade mehrfach von Steam, was die Leute so spielen, unten angezeigt worden. Und scheinbar die Hits sind gerade wirklich entschwaudet und Paul wird. Was anderes wird scheinbar nicht mehr gespielt. Also Baldur's Gate 3 rauskam, war es die ganze Zeit Baldur's Gate 3. Jetzt sind es die beiden. Kann ich aber auch verstehen. Entschraudet würde ich auch echt gerne noch spielen. Parvert spielen wir ja schon. Bei Entschraudet, ja, würde ich eigentlich gerne mit Seth zusammen spielen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Oh, silly me. I forgot Hey, the ich hab's doch package. mitgenommen. Och Mann, ich hab's doch. Ihr habt's alle gesehen, ich hab's angeklickt. Benno. Toll. Hätte er ja auch früher sagen können. Na gut. Üben wir uns mal in Geduld.
Ah, die Maus verzerrt. Der steht ja da schon. Wie peinlich das ist, ne? Läufst du schon auf den zu so als Postbote und dann, scheiße, Paket wieder zurück. Ohne ein Wort. So, jetzt aber. Part and parcel. Gut. Hatte mich schon gewundert, dass es gar nicht in der Hand hält, aber ich dachte, das ist einfach ein kleiner Bug oder so. Ja. So, jetzt nochmal. Ja, wie Sie sehen, diesmal habe ich Ihr Paket. Alles gut. Diesmal komme ich wirklich. Hier. Hier bin ich. Ach, ist das schön. Hier dieser Winterwald. Oh. Wie, so wohnt der hier? Ah, der verkauft hier... ich sehe schon. Der verkauft Silvesterzeugs. Ah, look who's here. Hey, Thomas. Yeah, I needed to take care of some stuff. Hardly any Der customers wohnt at the doch bei... post Also der ist office doch bei anyway. uns, ja. Okay. Hast du keine Angst, dass du heute Morgen da auftaucht? Aren't you at least a little worried that Walter Morgan might show up? Morgan? I don't think so. Last time that city slicker tried driving in the snow, he totaled his car against the deer statue. Oh. Okay. If you say so, Frank. It's none of my business. That big sucker you're carrying is for me, huh? Right on time. It's all coming together. Hey, Thomas, you can keep a little secret, right? Nee. Nicht, wenn ich gleich Ärger krieg. Not if it gets me into trouble, Frank. Don't worry about it. It's not a big deal in any case. A buddy of mine was able to get his hands on some premium quality fireworks. I'm selling them with a nice profit. And anything I can't sell, well, let's just say you want to be outside Moe's Diner when the clock strikes 12 on New Year's Eve. Frank, that sounds ja. illegal and dangerous. Ja. Okay, ich werde einfach so tun, als hätte dieses Gespräch nicht stattgefunden. I'm going to leave now and pretend we never had this conversation. Okay, Thomas, fair enough. See you at the office. And I hope you still enjoy the show. Aber was macht der denn hier mitten im Wald mit den ganzen... Huch! Okay. Mit den ganzen Feuerwerkskörpern gerade. Also klar, der will die jetzt verkaufen, aber... Wieso liefern wir dem Pakete hier mitten in den Wald? Sehr eigenartig. Jetzt kommt's gleich. Wenn das die Life is Strange wäre, dann passiert bestimmt irgendwas ganz Furchtbares mit dem Feuerwerk. Dann wird das in die Luft das Diner wird in die Luft fliegen und zig Leute sterben. Und dann kommt Max Coffit und versucht den Tag zu retten. Ich sehe schon kommen. So, jetzt haben wir da hinten noch irgendwo ein Paket. Von wegen, das Spiel würde keine Dramatik bieten, Mensch. Ist das hier? Ja, ne? Das ist das Diner hier. Huch, oh je. Ist jetzt zu doll vorbeigezischt. So, das letzte Paket für heute. Dann noch 2 Briefe und dann haben wir's. Ja, das hätte ich jetzt gerne in die Hand. A belated Danke. Christmas gift? Maybe. Kann ich da rüber? Verdammt. Na gut, wir sind ja auch schon älter. Da springt man nicht mehr geschwind über die Mauern. Okay, so we still need to check Spanner Dam for the mood shots. According to this, it offers damn Ach, die fine schon wieder. views. So, Hey, Mr. Mailman. Come on over. Talk to us for a sec. Nee, bitte Gabe, nicht. we don't have time for idle chit chat. He can help us out, Ilsa. No one knows the town like a mailman. Right, Mr. Weiss? Ja, geht so. Naja, erstmal hallo, Mr. Serrano, Miss Richter. Hey, Mr. Serrano, Miss Richter. Please, call us Gabe and Ilsa. He can call you Gabe and Ilsa. I prefer Miss Segment Producer Extraordinaire. Mich dürfen Sie dann Providence Oaks besten Paketausliefer nennen. And you can call me PO's premier parcel provider. Thomas for short. Anyway, we're scouting out this beautiful town of yours for our report on small town America.
It's great, but we could use the inside track. So, any secret spots we're bound to miss, but shouldn't? Well, Huch, da sitzen wir da auf einmal. Vielleicht ja der Wachturm oben am Eagle Peak. the watchtower up at Eagle Peak. Da waren wir noch nicht. You can take in the view among the treetops. But make sure you watch out for those creaky steps. Oh, hey, Maureen. Now, here's your coffee, folks. Sorry for the delay. Faucet's been acting up again, which should have been fixed yesterday. Oh, you want me to check on it, Miss Hennessy? Oh, now look at you. My knight in woolen armor. Oh Gott. Would you, dear? I can take a look. Well, isn't that nice of you? Back of the kitchen, honey. Ashley, someone who does know what he's doing is coming in. Show him where the busted faucet is. And stay out of his way. Ashley's a sweetheart, but when it comes to fixing things, that boy is all thumbs. See, this is what the segment should be. Interacting with the townsfolk, helping out. I love it. Was für ein netter Kerl. Oh, such a nice fellow. Yeah, you're in good hands, Maureen. Gabriel may look and act like a naive little pup, but he can fix anything. Well, except for our van. But other than that... Oh, is that a fact? Well, in that case, I can think of a few more things he could fix around here, if you catch my drift. Was? Wir tun mal so, als hätten wir es nicht gehört, okay? We'll just pretend we didn't hear that, right? Let me just go check him out. Check on him, I mean. Ist die nicht ein bisschen alt für ihn? So, anyway. Ja, also Richter, das ist ja ein deutscher Nachname, oder? So wie Weiß? So, Wait. You had the Connor Price experience the other day. Have you recovered yet? I actually encountered him outside the motel yesterday evening. Wir haben uns ein wenig über eure neuen Pläne unterhalten. Netter fand ich den jetzt immer noch nicht, ehrlich gesagt. We had a nice chat about your new plans. Really? Oh, did he greet you with, "Good to see you, man"? Ja, woher weißt du das? Yes, how did you know? That's his go-to when he's forgotten your name. It's "Good to see you, man" for guys and "Hey, lady" for gals. Really? Sag ja, scheiß Wouldn't Typ. worry about it, though. He called me Lisa for the better part of a year. Connor's a lot. But I guess after this week, I can update my resume with not just segment producer and car problem solver, but also Connor Price Wrangler. Okay, Gabriel scheint dafür sehr nett zu sein. Gabriel seems very nice, though. That should make things easier. Oh, yeah. He's a big old puppy dog. He's as uncomplicated as Connor is complicated. So that's a welcome antidote. Well, now, sounds like someone is getting a little warm under the collar for our Gabriel. Just between you and me, honey, I have a hunch that feeling is more than mutual. Maureen, du solltest deine Gäste nicht immer so erschrecken. Maureen, you shouldn't startle people like that. All I know is, I just spent 5 minutes with our knight in the kitchen, and during that time, he mentioned Ilsa about 12 times. Really? Well, Faucet's all better now, Mo. And we should be hitting the road right about now. right. Thanks, Maureen. Nice talking to you, Thomas. Bye now, folks. Be sure to check in again soon, you hear? Huh, these TV folks sure know how to liven things up, don't they? Indeed, Maureen. Ist mir ein bisschen übergriffig, muss ich sagen. Okay, Und du hast noch nicht mal Connor Price kennengelernt. Mensch. You haven't even met the main event, Connor Price.
Oh, that reminds me. You know about my little New Year's Eve shindig, right? I'm counting on you and Emily. We'll party like it's 1986. Oh Gott. Because it will be. Was? Ich kann nicht versprechen, dass wir es schaffen, aber wir versuchen's. Nee, ich rede mal mit Emily drüber. I'll discuss it with Emily. Best get back to it. See you, Mo. Bye now. Ich verstehe. Wir haben scheinbar verschiedene Möglichkeiten zu Silvester, oder? Also ich meine, es waren jetzt quasi schon fast 2 Einladungen. Einmal von ihr jetzt zur Party und einmal der andere, der sagt, wir sollen beim Diner... Nee, wo sollen wir sein? Keine Ahnung. Achso, das ist das Gleiche, ne? Meinte er nicht auch vom Diner, will er das zünden? Das wäre ja auch hier. Na gut, dann wird es wahrscheinlich hier drauf hinauslaufen. Auf das Diner. Wo ist denn dieser Wachturm? Den würde ich ehrlich gesagt auch gerne sehen. Den wir da empfohlen haben. Hier ist der Bauernhof, Motel, Hütten, Bierkühl. Ah, hier kann ich leider hinter der Karte nichts sehen. Das ist ein bisschen doof. Warte mal. Ah, jetzt. Ist es das hier? Ist das ehrlich gesagt? Ne? Nee, das ist ein Holzverlad-Symbol. Dann habe ich keine Ahnung. Na gut. Habt ihr gerade gesehen? Ich hätte da Autopilot auswählen können. Das ist ja auch interessant. Dann fährt er wahrscheinlich selber dahin. Aber ich meine, was macht man denn noch in dem Spiel? Wenn man nicht mal mehr selber den Wagen fährt, das ist dann schon ein bisschen... Ist ja quasi fast das 80% des Spiels hier. Oh, 90. Warte, das ist der dahinter, ne? Ja. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. So, noch ein Brief und dann haben wir es geschafft für heute. Dann ist schon wieder Feierabend. Ist aber auch eigentlich angenehm, ne? Den ganzen Tag rumfahren, Sachen ausliefern und dann ja, zwischendurch noch mit den Leuten nette Gespräche führen. Eigentlich voll gechillt. Ja, ist mal noch draußen, Bewegung, frische Luft. That's it for today. Back to the post office. Ich glaube, das ist auch nur in so einer Gegend hier schön. So in einer Großstadt. Weiß nicht, DHL oder Amazon-Lieferant würde ich jetzt ungern werden wollen. Und das ist ja auch einfach nur super stressig. Die müssen die Sachen ja auf Akkord bringen. Kein Wunder, dass sie die Sachen lieber unten irgendwo hinstellen und gar nicht erst nach oben laufen. Wenn die auch nur eine Minute Zeit haben, um so ein Paket zuzustellen. Haus der Familie Weiß. Freitagabend. Und das Telefon klingelt. I'll get it. Hello? Very good evening. Am I talking to Mrs. Emily Weiss? Yes, sir, that would be me. Ah, fantastic. It's a pleasure to talk to you. My name is Christian Carmichael, and I represent Fly into Florida. Ooh. Oh, hi there. I have great news for you, Mrs. Weiss. It's been a while, but do you perhaps remember entering into our Fly into Florida Nicht wahr. sweepstakes? Now that you mention it, I think so. Yeah. Was that the one on the back of the juice carton? That's the one. And I am more than happy to tell Oha. you that you are the winner of the grand prize. Was? The grand prize? Wow, fantastic. I'm afraid I've forgotten what it was. Could you refresh my memory a little bit? No problem, Mrs. Weiss. You have won a 2-week trip to Florida for 2. Wow, Florida? Really? I won? I have never won anything in my life. Hold on, I need to tell my husband. Honey, we won! I'm talking to a gentleman from Fly into Florida. And he says we've won a 2-week holiday for 2. Na dann ab. Der soll aufhören rumzuspielen. Wahrscheinlich will er uns so eine Timeshare-Hütte aufschwatzen. Oh, das wäre scheiße, Tell ja. him he's dreaming. It's probably a timeshare scam. What? No, that can't be. I did enter that contest. Hold on. My husband is unsure if this is really true. I mean, you do hear a lot about phone scams these days. We'll do our absolute best to take away all your concerns. You've got plenty of time to let it all sink in.
Next, we'll be sending you an extra special envelope. It will contain a confirmation letter, airline tickets, hotel tickets, and I totally forgot to say this earlier, a $500 check covering any additional expenses. Ooh. Wow. I can't believe this is happening. Well, it most definitely is, Mrs. Weiss. And we'll be making sure you both have the time of your life. There's one thing I must stress. The dates can't be altered. So if you have plans for the first 2 weeks of September, this would be a great moment to change them. And I hope this answers all of your questions for now. Congratulations on winning. And we look forward to seeing you fly into Florida. Thank you. Bye. I think I need to sit down for a moment. Florida. Oh, that's Robert. Sorry, honey. I can't celebrate with you right now. But I'll make it up to you tomorrow night at Moe's. I will hold you to that. Have fun on the ice, hon. And when you start to freeze out there, just think of sunny Florida. Schön. 2 Wochen Urlaub? Kann man mal machen, oder? Eisangeln. Auch schön. Ooh, boy. Drilling a hole, getting that fire pit going. Ice fishing's a lot of work. And it's cold, but we're fishing all right. Tolles Erlebnis, Robert. Danke, dass du mich mitgenommen hast. Great stuff, Robert. Thanks for taking me along. No problem, Thomas. Wouldn't have enjoyed it half as much by myself. Man, it's nice out here. This setting could use a guitar. Ach, ja, so ein bisschen Gitarrenmusik wäre jetzt echt schön. Yeah, some guitar tunes would sound nice right now. It'd be a shame to disturb the peace now, though. Hey, what was Emily going on about when I picked you up? You guys are going to Florida? Yeah, apparently we won a 2-week trip. Wow, congrats. Not that Florida's my cup of tea, if I'm honest. Wohin würdest du denn reisen? Someplace else you'd rather go? I'm perfectly fine staying right here. PO ist toll, aber kann man hier auch gut jemanden kennenlernen? PO is great, but is it also Wen soll a er good denn place to kennenlernen? meet someone? I know what you're hitting at. The answer's no, of course. But maybe this is what I need right now. So, ja, ganz ehrlich, das hier ist schon wieder so übergriffig. Ja, setz dich da nicht unter Druck. Gönn dir etwas Zeit. Yeah, just give it a little Aber time. mal allein wird's nicht sein. Or a lot. Nothing wrong with that. Ja. Wouldn't it be ideal if Mrs. Wright dropped by my house one day? Ja, das Lotterie los mit dem Hauptgewinn zu angeln wäre auch sehr schön. Wouldn't it also be ideal if we caught the winning lottery ticket from this here frozen lake? Let's drink to that. Would be a shame if Emily filled that flask of yours for nothing. Na, endlich mal ein vernünftiger Vorschlag. Ha! Finally, a sensible remark. Cheers. Now Cheers. let's catch a fish and get the hell out of here. Wow. Samstag, 28. Dezember, morgens, aber... Thomas, Huch. you have a minute? Okay. Klar, Frank, was gibt's denn? Sure, Frank. What's up? Listen, I just got a heads up from one of my buddies at HQ. He said Walter Morgan left for PO with tires screeching. I need to lay low for a while. You see him, you haven't seen me, okay? Okay. Wow. Ich weiß nicht so recht. Frank, I'm not sure about this. Holy crap, Morgan's on the premises. I'm not here. Okay, Morning, wow. Mr. Weiss. Hi. Ja, guten Morgen. Was? Guten Morgen, Mr. Morgan? Was? Good morning, Mr. Morgan. I'm looking for Frank. Could you tell me where he is, please? Was ist denn hier los? Ja, Sir. Ich kann dir nicht anlügen. Also, ich weiß nicht. Ich würde jetzt echt einen Fehler machen, oder? Wenn ich sage, den habe ich noch nie gesehen. Das ist doch Quatsch. Yes, sir. He's hiding behind this here counter. I must advise you.
This is not the time to be a wise guy. Aber ist doch wirklich da. Schauen Sie doch nach. I'm serious, sir. Have a look yourself. Let me be serious instead. We received a report that a man with a mustache dressed in a light blue shirt was offering illegal fireworks to people in the postal office parking lot. If that man is Frank, and I'm sure it is, then that's strike 3 for Mr. Coleman. Please tell him I'm looking for him. Have a good day. Aber er ist doch wirklich da. Was Is soll he denn gone? das? Yes, Frank. Holy crap, that was a close call. Thanks so much, Ich Thomas. hab doch gar nichts I gemacht. think you just pulled off your best ever poker move. Hä? How did you know he wouldn't call your bluff? Also das war halt kein Bluff. Simple. I wasn't bluffing, Frank. Thomas, you're the best. See you Sunday evening. I guess we'll have to play poker with the curtains closed. Oh Mann. Oh Mann. Okay, Leute. Ich weiß auch nicht. Ich wollte rechtschaffener Bürger sein und den verpfeifen, aber es hat nicht funktioniert. Naja, ich habe mein Bestes gegeben. Also dann, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.